dafür lässt er uns besiegt. Okay, but then the answer to that question is a wrong answer, and that is oh, it must be because of the Ark of the Covenant. We did not bring in the Ark of the Covenant. Und ihre Antwort ist dann, es ist wegen der Bundeslade, die haben wir nicht mitgenommen. And so they were treating the Ark of the Covenant und die haben dann die Bundeslade behandelt as some kind of a mascot, you know, like in America we have football, and every football team would have a mascot. In fact, soccer probably has that too. I don't know. In Germany not as much. Not as much, no. Okay, but in America we have mascots, you know, like in American football, like what? Benny the Bull for the yeah, the Bulls. Yeah, For basketball. We were wearing that hat yesterday. Yeah. Okay. Ja, also die haben das behandelt, die Bundeslade wie ein Maskottchen behandelt. Also so wie die Chicago Bulls von einem Spiel erstmal einen Bullen haben, der rumrennt, oder in Amerika die meisten Teams irgendein Maskottchen haben, das rumrennt und die Leute motivieren soll und sie der Meinung sind, dass es bringt ihnen Glück, wenn sie das haben. So hat Israel die Bundeslade behandelt. Es bringt ihnen Glück, wenn sie die Bundeslade dabei haben. But so they were treating the ark like a mascot, like a good luck charm. That will be that is like the way to be successful, the way to win. Also sie haben die Bundeslade wie ein Glücksbringer behandelt letzten Endes und dachten, ja, so gewinnen wir bestimmt. Instead of trusting God, they put their trust in some kind of a mascot. Und statt Gott zu vertrauen, haben sie in ein Maskottchen vertraut. Later we'll see similar things happening in Israel. Später sehen wir ähnliche Dinge, die in For Israel example, passieren. in Jeremiah chapter 7, Zum Beispiel in Jeremia Kapitel 7. the people put their trust in the temple. Vertrauen sie auf den Tempel. They say no harm can come to us because we have the temple. Ja, uns kann ja gar nichts passieren, weil wir haben doch den Tempel. And again, but their hearts were evil, the Israelites. Aber ihre Herzen waren böse. But yet they say we are going to be fine. Und trotzdem sagen sie, ja, alles Because ist we have the gut, temple. weil wir haben ja den Tempel. And we'll see that God will judge it then, and God is judging it right here. Und wir sehen, dass Gott es da verurteilt hat und er macht es auch hier. Because the people were mistaken. Weil die Leute komplett falsch gewickelt waren. You cannot manipulate God Du kannst Gott nicht so manipulieren, as if God is an idol, als ob Gott ein Götze wäre. a good luck mascot. Ein Glücksbringer, Maskottchen. We cannot manipulate God to make God do what we want. Wir können Gott nicht dazu manipulieren, dass er tut, was wir wollen. No, we first have to know God. Remember, this whole issue that what we are discussing is about knowing God, and Samuel began to know God. Ja, wir müssen Gott kennen und wie wir es gerade vorhin gelesen haben, Samuel hat angefangen, Gott zu kennen. And then we need to obey Him. Und dann müssen wir ihm gehorchen. Okay? Hold on for a second. So, I forgot to show you the tabernacle movement. I'll come back to the Ark of the Covenant. I just see that I forgot something. Ich habe gerade nur gemerkt, ich habe vorhin was vergessen. And so we see that the tabernacle was in Shiloh. Ja, wir sehen, die Stiftshütte war in Silo. When we come to the story of Samuel. Wenn wir zu Samuel kommen. And so we read that when it moved to Shiloh, we read that in Joshua 18 verse 1. Und wir lesen das in Josua 18 Vers 1. But then later we know that we know that the tabernacle evidently has moved to Nob. Und dann wissen wir, dass er definitiv sich nach Nob verlagert hat. Now it may be that the tabernacle, remember, by now Shiloh is destroyed by the Philistines. Mittlerweile war Silo von den Philistern zerstört. And so it may be that the tabernacle had to be rebuilt. Möglicherweise musste die Stiftshütte wieder neu gebaut But werden. in any case, we have those 80 priests that King Saul slaughters. Remember that story? In jedem Fall haben wir die 80 Priester, die König Saul tötet. That happened in Nob. Das ist in Nob passiert. Why are they in Nob? Warum sind sie in Nob? Well, the sanctuary must have been there. Weil das Heiligtum dort gewesen sein So then the tabernacle was there. Also es war dann dort, die Stiftshütte. But then later, when we come to the King Solomon, Und wenn wir dann zu König Salomo kommen, it says that the principal high place for worship was at another place called Gibeon. gesagt, dass der Ort für Lobpreis in Gibeon war. Even though the ark was already in Jerusalem.
Obwohl die Bundeslade schon in Jerusalem war. Because remember, David had the ark brought into Jerusalem. Weil wir uns ja daran erinnern, dass David die Bundeslade nach Jerusalem So it gebracht turns hat. out that there were two places of worship where there was a tabernacle in Gibeon, Also man stellt fest, es waren zwei Orte des Lobpreises, wo die Stiftshütte war in Gibeon and perhaps also at Jerusalem. und möglicherweise auch in Jerusalem, wo die Bundeslade All war. right. So that is about the tabernacle. I forgot. So now we go back to the Ark of the Covenant. I apologize that So, jetzt gehen wir zurück zur Bundeslade. Tut mir leid, dass ich gerade da nochmal hingegangen bin. I realize that my PowerPoint is not exactly the way my notes go, and I only discovered that now. So I'll make sure that tomorrow, when I had more sleep and preparation, I can do this better for you. Ich stelle gerade fest, dass meine Notizen und meine PowerPoint nicht übereinstimmen und deswegen morgen wird das besser strukturiert sein und da passt das dann wieder, wenn ich mehr Schlaf, mehr Zeit zum Vorbereiten habe. In fact, you know what? I think the PowerPoint that I'm showing is my wrong PowerPoint. This is my SBS PowerPoint. Tatsächlich That merke is ich why I'm gerade, confused. dass wahrscheinlich die PowerPoint, die ich euch zeige, meine No, SBS-PowerPoint no, ist. that's not true. It says for DBS. Na, ist einfach You labeled the SBS one DBS. What? Maybe you labeled the SBS one DBS. Yeah, that's right. Anyway, we'll try to survive this morning, yeah? Ja, wir versuchen morgen zu überleben. I'll try to survive this morning. You guys have no problem surviving. Ja, ich versuche zu überleben. Ihr habt keine Probleme zu überleben. All right. So now the Ark of the Covenant. Also die Bundeslade. What do you know about the Ark of the Covenant? Was wisst ihr über die Bundeslade? What is right above on top? Was ist gerade drüber? We have what do we call this? Wie benennen wir das? Cherubim. The cherubim. Okay. And then what is the Ark of the Covenant? Which part is the Ark of the Covenant? Welcher Teil ist die Bundeslade? Huh? Well, you could say the whole thing, but basically the Ark of the Covenant is the box, yeah? And then we have a cover. What do we call the cover? Closed. It is a seat, like the seat for a mercy seat, okay? And it is the Ark of the Covenant, yeah? And then what's inside the Ark? Was ist drin? Tablets. Okay, good. The tablets. What else? No. Yeah? What did you say? Staff. Aaron's staff. Okay, and what else is in there? A pot of manna. Okay, so we have three items in this ark, in this box. 3 Gegenstände da drin. Now, when atonement is made, this is the high priest goes into the temple on the Day of Atonement. Und am Tag der Rechtfertigung ja, kommt der Hochpriester. And then the high priest would sprinkle blood on the horns of, well, I'm not sure, on the Ark of the Covenant. Und hat dann Blut auf die Bundeslade gesprenkelt. And will make atonement for the sins of the whole nation. Und wird für die Sünden der ganzen Nation damit bezahlt. And so we call this the mercy seat. We call that the covering is yeah. Und deswegen wird der Deckel als Gnadenthron Let me just get bezeichnet. my note because I mixed it up a little bit. I think mercy seats, yeah. So we have, yeah. So now, atonement, forgiveness. In those days was that sin is going to be covered. Zu jener Zeit war Wiedergutmachung für Sünde einfach, dass die Sünde bedeckt wurde. So God, they pictured God as something that is invisible, of course. Sie haben sich Gott als jemand unsichtbar And he is vorgestellt. above the Ark of the Covenant. Und er ist über der Bundeslade. Like he was like in between. Like this is now a little bit too close, but he's in between the cherubim. Es ist natürlich ein bisschen eng, aber er ist zwischen diesen Cherubim. Now
what's inside of the ark, in the box, Und was ist drin in der Kiste? is a reminder of the people Sind Erinnerungen an die Leute, that they have broken the covenant with God. dass sie den Bund gebrochen haben, They have broken the Ten Commandments. dass sie die 10 Gebote gebrochen haben. It is also a reminder of the people Es ist auch eine Erinnerung an die that Leute, they have been in rebellion against leadership. dass sie sich gegen Leiterschaft rebelliert haben. Aaron's rod is in the Ark of the Covenant. Remember the story in Numbers about the people rebelling against leadership, and then God said, okay, the very staff that will, the one that will spring forth a flower, that will be like the chosen leader by God. Und ihr erinnert euch bestimmt an die Geschichte, wo mit den Stecken und dann Abrahams Stecken letzten Endes geführt Not hat. Abraham, Aaron. Ach, ja, Abrahams. Aaron. Of Yeah. course. And Ja, and then the manna und das Manna is a reminder, number one, that they were rebellious in the wilderness, but despite of their rebellion, God provided the manna so that they can be sustained. und das Manna, das sie daran erinnert, dass trotz ihrer Rebellion Gott sie weiterhin versorgt hat. And so that is covered. Und das ist bedeckt. And so there is a covering of sin. Es ist ein Bedecken der Sünde. But there is no permanent solution, there is no removing of sin. Aber es ist keine endgültige Lösung, es ist kein Wegbewegen der Sünde. Not in the Old Testament. Nicht im Alten Testament, That only happens in the New Testament. das passiert nur im Neuen Testament. But they were prophesying, I remember that somebody shared on the Day of Atonement, right? Aber da gibt es eine Prophetie auch zum Tag der Do you guys remember the story about the 2 goats? Erinnert ihr die Sache mit den 2 One goat was sacrificed, Eine wurde geopfert, one goat was let go in the wilderness. eins wurde in die Wildnis geschickt Okay, to take away the sins of the world. To und take away the sins into the world. die Sünden weggetragen hat. So away from the presence of the Israelites. Aus der Gegenwart der Israeliten. So that is what the Ark of the Covenant is for. Dafür ist die Bundeslade. To make atonement for sin, Für für die Sünden, which means that the sins are covered. dass die Sünden bedeckt sind. Okay? And this is the only piece of furniture in the most holy place. Und das ist das einzige Möbelstück im Allerheiligsten. The place from where God would speak to Moses, Der Ort, von dem Gott zu Mose redet, now the place where God probably spoke to Samuel. und wahrscheinlich auch der Ort, wo jetzt Gott zu Samuel herredet. This very place where only the high priest can go once a year. Der Ort, wo ein hoher Priester nur einmal im Jahr hingehen kann. And so, the very presence of God. Also die absolute Präsenz Gottes. And then we see a scary thing happening because the people were treating that as a mascot, as a good luck charm. Und And dann, therefore, when they went into battle, the Ark of the Covenant was captured. weil die Leute es einfach so furchtbar behandelt haben wie ein Maskottchen, dann lässt Gott zu, dass es erobert wird. That means that the means of making atonement for sins, that ability is removed, is gone. Das heißt, die Möglichkeit, die Sünden zu bereinigen, ist weg. And so in chapter 4, verse 12, you read that the moment Eli heard that the Ark of the Covenant was captured, he died there, right there on the spot. Und Eli stirbt ja in dem Moment, wo er hört, dass die Bundeslade gestohlen wurde. And it even says, like Eli's daughter, Und es steht sogar da, Elis Tochter, when she heard the bad news, als sie die schlechten Nachrichten hörte, she gave birth. She was pregnant, and she immediately began to give birth to a boy. sie hat in dem Moment angefangen, ihr Kind zu gebären. And the name of the boy is like the glory has departed. Und der Name des Kindes ist The glory has departed. die Gnade ist weg. Chapter 4, verse 21. Israels Herrlichkeit ist vergangen. Ja. Yeah. And so it's like the Ark of the Covenant is a big deal.
Ja, man merkt, die Bundeslade ist wichtig. And so it moved into the they carried it into the Philistine territory. Es wurde bei den Philistern reingetragen. So now Shiloh is destroyed. Also Silo ist zerstört. We'll never hear about that place again in the book of Samuel. Wir hören in Samuel nie wieder von Silo. Okay, but as I showed you that PowerPoint, there's evidence of where it was. Aber wie ich euch auf der PowerPoint gezeigt habe, gibt es Beweise, wo es war. Okay, but the tabernacle was not destroyed. It was captured. Aber ja, es war, wurde alles entführt. Okay, so Israel was not a witness to the world. Israel war kein Zeugnis für die Welt. And we see in the story here that God himself took control, and we see that he will show the people of the Philistines who Yahweh is. Und wir sehen, dass Gott sich selbst hier die Macht ergriffen hat und er sich selbst den Leuten von den Philistern zeigt. And so we see the story when they brought the Ark of the Covenant into the temple of Dagon, which is a Philistine god. Wir sehen die Geschichte, die Bundeslade wird zu Dagon gebracht, in den Tempel Dagons gebracht. In chapter 5 verse 2. In Kapitel 5 Vers 2. Okay. They believe it was like the idol that they were worshipping was a fish but with a human head. Also sie haben gedacht, dass es vermutet, das war ein Fisch mit einem Menschenkopf. Yeah. No, I'm sorry, wait a minute. Yeah, a human head, but the body was a fish. Ja, also Körper Fisch. And then in chapter 5 verse 3 we see that Dagon had fallen with his face to the ground. Und dann sehen wir, dass der Dagon mit dem Gesicht zur Erde gefallen ist. What does that mean? Was heißt das? Well, Dagon is worshipping Yahweh. The idol is straight in front of Yahweh. Das heißt, diese Götze bietet Yahweh an. You see, the Philistines, they were thinking that their God is victorious because they won the battle. But God is saying, no, Yahweh is strong, not Dagon. Und stattdessen sagt, und die Leute dachten, weil sie gewonnen haben, wäre Dagon der stärkere Gott, aber Yahweh sagt ihnen dann, nö, ich bin's, der Stärkere. When the Israelites are defeated, it means that Yahweh permitted them to be defeated. Als die Israeliten besiegt wurden, heißt das nur, dass Yahweh erlaubt hat, dass sie besiegt werden. And then in chapter 5 verse 6, und dann Kapitel 5 Vers 6, we see that the Lord's heavy hand struck the people. wir sehen, dass die schwere Hand des Herrn die Leute erwischt hat. Okay, we see that the hand of Dagon was cut off. Wir sehen, dass die Hände Dagons abgeschnitten wurden. Obviously, the hand of Dagon was helpless. Dagon war hilflos. Then we see that the hand of the Lord was oppressing the people. Und dann sehen wir, wie die Hand des Herrn die Leute unterdrückt hat. And so in chapter 5 verse 6 we see that they were struck with tumors. Und wir sehen, sie wurden mit Tumoren, Geschwüren, je nachdem wie es übersetzt wird. Okay, we don't know exactly what that is. Wir sind nicht ganz sicher, was das ist. In Hebrew it is like swellings. We're not talking about cancer today. The word tumor is a cancer. Ja, heute reden wir wenn wir Tumor sagen, dann meinen wir Krebs, aber eher Schwellungen, Geschwüren. And so it talks about perhaps hemorrhoids or something like that. There was swellings. Oder so. Ja. Josephus, which is a Jewish historian, he wrote that they had dysentery. They had dysentery, like diarrhea. Meinte, dass sie Durchfall hatten. Okay. And now the Greek translation of the Old Testament. Und die griechische Übersetzung, die Septuaginta. And they said they added something, and they said that rats. Die hat hinzugefügt, dass Ratten was causing death and destruction among the people, so they have a rat plague. Dass Ratten Tod und Vernichtung verbreitet haben. And then we do know there was a plague because in chapter 6 verse 4 it says there was a plague. So it may have been like something like Black Death that happened in Europe.
how you call it that? What is that plague called again? Bubonic? No, not bubonic. The Black Plague. Oh, okay. But there's a fancy word for it. Something plague. Yes. Anyway, like the Black Plague that hit Europe. Yeah, and many people were killed. Also Which der were- schwarze Tod, die Pest. Sowas Pest, könnte ja. hier auch. And that was because viruses were brought in by the rats and caused a lot of destruction in the city, like the Black Plague. Weil die Flöhe auf den Ratten Bakterien reingebracht haben, die dann Krankheiten verbreitet haben. So something like that perhaps was happening right here in the story of the Philistines. Und vielleicht ist genau sowas hier auch in der Geschichte der Philister passiert. And then they asked the priest what to do to be able to be relieved from this plague. Und sie haben ihre Priester gefragt, was sollen sie tun, damit sie von den Plagen befreit And werden. they were told to bring the Ark of the Covenant back to Israel as a gift, chapter 6 verse 3. Und ihnen wurde gesagt, ja, bringt die Bundeslade als Geschenk wieder zurück nach Israel. So despite of Israel's shortcomings, Also obwohl Israel komplett zu kurz gekommen ist, and the Philistines were victorious over the Israelites, und die Philister über die Israeliten voll gesiegt haben, it was the Philistines that were saying, we have come under judgment from the God of Israel. haben die Philister gesagt, wir sind unter das Gericht des Gottes Israels gefallen. Okay, so we see that God, besides working with Israel, is also reaching out to everyone else, and he actually was making himself seen or heard of among the Philistines. Und wir sehen, dass Gott sich selbst zeigt und selbst den Philistern offenbart. And so they did not want to harden themselves like the Pharaoh did. They were yielding and they were trying to find a solution. Ja, und die wollten sich nicht zurückhalten, wie der Pharao es getan hat, sondern sie wollten gleich eine Lösung finden. And they wanted to make atonement for their sins. And we read that in chapter 6 verse 3. Und sie wollten Wiedergutmachung schaffen für ihre Sünden. Alright, and so here in this case, Und hier in diesem Falle, whereas the Egyptians would give the Israelites lots of gold, the Pharaoh would, the Philistines would return the Ark of the Covenant on a new cart. und ja, wie die Ägypter ihnen viel Gold gegeben haben, so gibt jetzt der Philisterkönig ihnen einen neuen, der lade einen Wagen und genau, sendet sie zurück. And so it says a new cart. Why is it a new cart? Es ist ein neuer Wagen. Warum ist es ein neuer Wagen? Maybe because carts commonly would be used to transport idols. So a new cart has not been contaminated yet by that. Möglicherweise, weil diese Wagen benutzt wurden, um Götzenbilder zu transportieren, und ein neuer Wagen wurde davon noch nicht kontaminiert. And then we see that the two cows that had just given birth to calves, so they are mothers now. Und man sieht die Kühe, die den Wagen ziehen, haben gerade gekalbt, also sind Mütter. Okay, so they were to push the carts to and move the Ark of the Covenant back into Israel territory. Und sie sollten die zurück den Karren zurück nach Israel ziehen. And then a miracle happened in chapter 6, because you see they left their babies behind, they left their calves behind, those cows. Ein Wunder passiert, weil sie ihre Kälber zurücklassen. And it says that they would not turn back, they would not turn around to where their youngs are, but they kept walking. Und sie sind nicht umgekehrt, sondern zu ihren Kälbchen, sondern sind weitergelaufen. But it says that they were lowing, that means that they were like crying, like lowing, in chapter 6 verse 12. Und ja, sie haben wie geweint, sie haben gemut. 6 verse 12. Ja, die haben gebrüllt. Okay. Sie haben unter ständigem Gebrüll. Because they were abandoning their children. Weil sie ihre Kinder zurückgelassen haben. But what is stressed here in verse 12 is they would not turn left or right, which is like a miracle. Und trotzdem steht da, dass sie nicht nach rechts oder links abgewichen sind. Das ist ein Wunder. And so that was a sign for the kings of the Philistine kings. That was like the final confirmation
Und das war für den König der Philister die letzte Bestätigung, that their sins were atoned for. dass ihre Sünden bezahlt waren. And so they feel relieved and return to the city. Und dadurch sind sie beruhigt und gehen zurück So zur Stadt. despite of the fact that Israel was supposed to be a witness to the Philistines, which they were not glorifying Yahweh, Yahweh glorified himself in the story. Und trotz dass Israel eigentlich ein Zeugnis für die Nationen sein sollte, sie waren es nicht. Und stattdessen hat Gott sich selbst den Philistern offenbart und genau. And the ark returned, Und die Lade kehrt zurück. and there were two groups that received the ark. Und es gibt zwei Gruppen, die die Lade in Empfang genommen haben. And the first group rejoiced and made sacrifices to the Lord. They actually sacrificed those two cows that were pulling the cart. Und die erste Gruppe jubelt und opfert erstmal die zwei Kälber, zwei Kühe, die den Wagen gezogen haben. But the second group did not rejoice, did not partake in the burnt offering. And it says, the Lord struck them dead, 70 people, chapter 6, verse 19. Und die zweite Gruppe hat überhaupt nicht, sich nicht darüber gefreut und der Herr hat 70 Männer dann getötet. Also die Lade, also, ja, Right, and the reason why is because they were looking in the ark. und der Grund ist, weil sie in die Lade geschaut haben. Have you seen the movie? It's now an old movie for you guys. Have you guys seen the movie Raiders of the Lost Ark? Habt Never ihr den seen. Indiana Jones, den ersten Indiana Jones gesehen? Okay, at the end of the movie, you have seen the movie? Ja. Okay, at the end of the movie, Or, wait, is it the third or the first? the first one, The first one. Yeah. yeah. And at the end of the movie, Yeah. they are recapturing the ark, right? But the problem was the bad guys were looking inside. Also am Schluss haben sie in diesem Film finden sie die Bundeslade wieder und die Bösen schauen rein. And then an angel came and wiped them death, right? Und dann quasi kommt ein Engel und löscht sie aus und schmilzt sie. But Indiana Jones, he said, "Oh, we have to keep our eyes closed." Und Indiana Jones sagt, wir müssen unsere Augen schließen. And then they were not struck dead. Und deswegen sterben sie nicht. He probably read Samuel. Er hat wahrscheinlich Samuel gelesen. Okay, because they looked in the ark and then they were killed. Denn die haben reingeschaut und sind gestorben. Alright, then we see that the ark moved and was kept in a small town all the way until the time of David. Und dann sieht man, dass die Lade wegbewegt wurde und in einer kleinen Stadt geblieben ist bis zur Zeit Davids. And so we read that in chapter 7, verse 1. Und wir lesen das in Kapitel 7, Vers 1. And so in chapter 7, and so the initial joy of having the ark returned to Israel. Und so wird die ursprüngliche Freude, dass die Lade zurückkehrt zu Israel, But that joy again turned into sorrow. dann auf einmal sind die Leute wieder traurig und haben Sorgen. And again, because it says in chapter 7, verse 2, it seemed that the Lord had abandoned them. Ja, und es steht hier, denn es schien, als ob der Herr sie verlassen hatte. Okay, because the Israelites did not regard the ark as sacred enough. Weil es scheint, dass die nicht heilig genug waren. And had looked into it. Und sie haben reingeschaut. Okay? So without the ark means the presence of God is not in their midst. Ohne die Bundeslade heißt das, Gott ist nicht unter ihnen. And we see 20 years will pass. Und wir sehen 20 Jahre vergehen. And chapter 3 verse 1 we already said, the word of the Lord is rare in Israel. Und Kapitel 3, Vers 1 sehen wir schon, dass das Wort Gottes selten war. And so we see that in this particular time period, we don't read about Samuel. Und in der Zeit lesen wir jetzt nichts über Samuel. Okay, the word of the Lord is rare. Das Wort des Herrn ist selten. But then in chapter 7 verse 3 we come back to the story of Samuel. Und dann Kapitel 7, Vers 3 kommen wir zurück zu Samuel. And Samuel speaks, turn your hearts to the Lord. Und Samuel sagt,
kehrt eure Herzen zum Herrn zurück. Now, probably now Samuel no longer a boy. So in chapter 1 and 2, Samuel was a boy. 20 years go by. In Kapitel 1 und 2 ist er ein Junge, aber jetzt ist er kein Junge mehr, 20 Jahre sind vergangen. So chapter 4, 5, 6 is all not about Samuel anymore, it's about the ark. 4, 5, 6, die Kapitel 4, 5,